Hey, wenn du wissen willst, was es mit dieser Tasche so auf sich hat und warum die mir ganz oft mein Leben auf Gigs und im Studio und im Proberaum rettet, dann bleib unbedingt dran. Du bist auf einem Gig im Proberaum oder im Studio und du denkst, du hast alles schon miterlebt, aber nein, irgendwas passiert immer, mit dem keiner rechnet. Der Gurtpin löst sich, irgendwie die Batterie ist doch tatsächlich leer an deinem Bass. Gitarrist hat seinen Gitarrenständer vergessen, Kabel funktioniert nicht. Genug erlebt in meinem Leben als Musiker und schon so oft ausgeholfen für andere, wenn bei denen dann was schiefgelaufen ist. Die härteste Geschichte eigentlich bei mir war mal auf der Frankfurter Musikmesse. Ich habe da eine Showcase gespielt mit einer Band. War wirklich nur ein ganz kurzer Slot Zeit, um aufzubauen, nachdem die Big Band abgebaut hat. Kurz aufbauen, Line-Check, loslegen mit dem Spielen. Beim Einstecken merke ich, fuck, mein Bass geht nicht. Batterie leer. Dann schnell Schraubenzieher suchen, Batterie irgendwo finden, reinbauen, 2 Schrauben noch angezogen. Ging Gott sei Dank alles, losgelegt, Gig gespielt. Danach habe ich mir geschworen, das passiert mir nie wieder. Ich habe mir dann zusätzlich zu meinem Equipment, das ich in meinem Kabelkoffer mit drin habe, also hier habe ich mein Amp, beziehungsweise das Topteil davon, ich habe Kabel da mit drin, da ist der Gitarrenständer natürlich drin, noch zusätzliche Kabel, falls ich meine Box nicht dabei habe und man nicht den gleichen Anschluss hat. Und dann natürlich, ganz, ganz wichtig, der Lebensretter, mein Bass-Notfall-Taschenset, mit dem ich alles drin habe, wo ich wirklich im allergrößten Notfall brauche. In der Art gibt es auch zu kaufen bei mir im Shop. Link findest du im Blogbeitrag beziehungsweise unten in dem Video dann. Aber ich zeige dir mal, was da alles drin ist und warum das dann so wichtig ist, sowas dabei zu haben. Auch für dich. Okay, mach mal auf. Das ist jetzt natürlich komplett durcheinander. Ich nehme jetzt einfach raus, so wie es kommt. Pflaster, klar, braucht man immer mal, wenn man sich irgendwo verletzt. Ganz gut, wenn man sowas dabei hat. Ersatzbatterien, wie schon gesagt. Zweimal sogar andere Batterien, AAA oder wie immer die heißen. Gehörschutz habe ich bei mir mit drin. Diese habe ich noch nie gebraucht jetzt, aber wer weiß. Ersatz-Picks, Plektren sind bei mir mit drin. Hier Kabelbinder oder klassische, ohne Kabelbinder kann man eigentlich nicht überleben. Ein Seitenschneider, Zange. Ich persönlich habe jetzt hier keine Ersatzseiten drin. Gibt einen ganz einfachen Grund. Mir ist in meinem ganzen Leben erst ein einziges Mal eine Seite gerissen und da war nicht mal ich dran schuld. Ich habe frisch den Bass gekauft, mit meinem Kumpel zusammen, der ist Gitarrist, wollten wir es gleich mal testen. Dann haben wir gespielt, er wollte meinen Bass stimmen, dreht an der G-Seite rum, höher, 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 Seite fatzt. Seitdem ist es nie wieder passiert. Ich habe Ersatzseiten in meinen Gigbags von den Bässen mit drin. Da ist immer ein Satz mit drin, haben aber wirklich noch nie gebraucht. Da. Also wenn ich meine Seiten wechsle, dann ist es daheim. Aber auf Gigs brauche ich das normalerweise nicht. Nur, wer weiß, sicherheitshalber mitnehmen. Multitool, Git-Tool, da ist jetzt so verschiedene Schraubenzieher dran, Inbusschlüssel, braucht man zum Einstellen von den Seitenlagen. Die brauche ich tatsächlich am meisten, weil irgendeine Schraube lockert sich irgendwie immer oder sonst irgendwie. Habe ich übrigens geschenkt bekommen von Ibanez bei einer Showcase, die wir gespielt haben, bei Meinl. Wirklich ein tolles Tool. Finde ich sehr, sehr nützlich. Was hat's noch? USB-Ladekabel mit unterschiedlichen Steckern. Das ist jetzt wichtig dran. Das passt dann auf, keine Ahnung, mein iPad, iPhone, egal was. Oder zum Ausleihen. Meistens muss ich es ausleihen an jemanden, der es vergessen. Was habe ich noch? Eine Wäscheklammer. So, jetzt fragst du dich, warum eine Wäscheklammer? Ganz klar, es gibt auch noch Gigs, da habe ich ausgedruckte Noten auf Papier, nicht auf dem iPad drauf. Wenn man dann draußen spielt, im Freien, Notenständer und es kommt ein Wind, fliegen einem die Noten weg. Wäscheklammer rein, möglichst gleich 2, irgendwo hat es noch eine zweite.
und dann hebt das funktioniert. Also wichtig, wenn du richtige Noten dabei hast. Wäscheklammer. Es kommt hier ein kleines Notfall-Stimmgerät, falls das andere versagt oder vergessen wird. Nochmal Kabelbinder, ein kleines Schweizer Taschenmesser. Kann man auch immer brauchen. Muss irgendwas schneiden, Kabelbinder wieder aufmachen. Also, Schweizer Taschenmesser, kleines, hilft unbedingt. Jetzt kommen die Medikamente. Schmerztabletten, irgendwas gegen Magenschmerzen. Was habe ich hier noch? Ist so ein Nagelclip. Kann man auch immer brauchen. Irgendwie reißt man sich doch gerne mal einen Nagel ein und dann stört das den ganzen Gig über. Also Nagelclip, dann ist alles im Lot. So, das war's. Meine Bassnotfalltasche. Wie gesagt, gibt's auch zu kaufen bei mir im Shop als Merch-Artikel. Falls du so eine möchtest mit dem Bass-Logo, schau da kurz nach. Sieht so ähnlich aus, nicht ganz wie die. Es gibt eine neue Version. So, das war jetzt meine Notfall-Basstasche. Ich hoffe, das gibt dir jetzt auch so ein bisschen die Anregung, dass du dir sowas unbedingt besorgst. Also es geht bei Gigs-Vorbereitung nicht nur darum, dass du die Songs lernst, dass du alles übst, dass du gut vorbereitet bist und dein Equipment funktioniert, sondern dass du auch auf absolute Notfälle gut gewappnet bist, da aushelfen kannst, falls es jemand anderem schlecht geht. Mit einer Kopfschmerztablette machst du dir immer Freunde. Das war's schon wieder. Ich freue mich natürlich über ein Like und ein Abonnement beim YouTube-Kanal. Schau unbedingt in meinen bassmeup.de Blog vorbei. Da kannst du dich auch ein Newsletter anmelden. Oder schau in meinem Basslern-Shop vorbei. Da gibt es die E-Books und Übungen und Online-Kurse. Alles, was du brauchst, um noch weiterzukommen mit dem Bastlern. Ich danke dir mal. Bis bald. Ciao, ciao.